Politiker als Job. Wer denkt sich denn sowas aus? Könnte ich mir das vorstellen? Ich glaube, das ist ein ziemlich harter Job. Können auch sagen, ein himmlischer. Allein dieser Gang durch die Institution, bis du endlich im Parlament bist und dann sitzt du da, dann hast du eh nichts zu sagen, oder? Wer in die Politik geht, um Dankbarkeit zu bekommen, der bleibt besser ganz weg. Ich will heute rausfinden, ist der Job des Politikers wirklich so grausam, wie ich mir das vorstelle? Und dann sagt man halt, hätte ich was Gescheites gelernt. Oder sind meine Vorstellungen falsch? Natürlich ist die Frage, was hätte man anders machen können. Aber ein Untersuchungsausschuss. Mein erster Gedanke war ja, ist das familienkompatibel oder ist man dauernd weg? Um das rauszufinden, bin ich jetzt mit der Tochter eines sehr prominenten Politikers verabredet. Mit der Tochter von Wolfgang Bosbach. Der saß über 20 Jahre im Deutschen Bundestag und ich glaube in so ziemlich jeder Talkshow, die es so gab. Bin sehr gespannt, was sie mir erzählt. Lebt hier in Eltville am Rhein und 3 Minuten bin ich mit ihr verabredet. Freut mich. Sehr schön. Sollen wir ein bisschen da hochlaufen? Ja, sehr gerne. Als Ihr Vater das erste Mal in den Bundestag gekommen ist, da waren Sie ja noch Kindergartenkind oder so gerade Schulanfang. Wie viel war der da zu Hause? Genauso wenig wie jetzt auch. Also quasi überhaupt nicht. Aber man nimmt es jetzt einfach anders wahr. Als Kind war man in seiner behüteten Umgebung zu Hause und hat von all dem deutlich weniger mitbekommen, als es jetzt der Fall ist. Das heißt, wann war der überhaupt zu Hause? Oder wie viel haben Sie von ihm gehabt? Ich sag mal, wir haben schon viel Wert darauf gelegt, dass wir mehrmals pro Jahr zusammen auch in Urlaub gefahren sind. Ganz früher ein paar Tage an die Nordsee, machen wir heute noch gerne. Das waren so diese wertvollen Momente, die man sich auch nicht nehmen lassen wollte. Ich stelle mir das aber trotzdem auch schwierig vor, wenn man dann mal Zeit hat mit dem Vater. Wenn man jetzt mit dem wahrscheinlich so, wie wir jetzt hier durch Eltville schlendert, dann kommen ja wahrscheinlich dauernd Leute und sagen, hallo, Herr Bosbach, und kann ich mal kurz, ich habe dieses Problem und so. Ist es so? Das ist eigentlich ganz charmant. Es gibt nur einen Ort, wo es überhaupt nicht geht, und das ist im Urlaub am Pool. Okay. Da liegst du da, bist komplett rot und verschwitzt von der Sonne und die Sonnenmilch läuft dir runter. Und dann kommen die Leute, die sind alle super lieb, setzen sich dann aber neben dich. Also wenn wir sie jetzt schon mal gerade haben, da würde ich auch am liebsten sagen, da gibt es bestimmt passendere Momente für, aber das kannst du nicht tun. Du musst immer mitmachen, immer zuhören. So soll es ja auch sein. Dafür ist er ja auch Politiker geworden. Das heißt, es gibt keine Privatsphäre. Es gibt deutlich weniger als beim normalen Menschen. Es geht auch für uns. Also ich passe auch auf mit allem, was ich tue. Das stelle ich mir echt anstrengend vor. Also auch belastend manchmal. Jeder hat ja sein Päckchen zu tragen. Sag mal, diese Aufmerksamkeit, mit der muss man lernen, umzugehen. Aber so wie jetzt gerade. Jetzt gucken hier auch alle, genau. Trotz dieser Erfahrungen ist Caroline Bosbach in der CDU Wiesbaden als politische Referentin tätig und will Karriere machen als Politikerin. Im Gegensatz zu ihren beiden Schwestern. Warum will sie sich das antun? Ja. Weil ich gestalten möchte. Okay. Ich möchte gestalten und ich habe ganz große Freude an dem, was ich tue. Und ich kann mir für mich nichts anderes vorstellen. Ich kenne es aber auch nicht anders. Ich habe von Kindheitstagen an so viel mitbekommen und wie viel es auch einen, man investiert viel, man gibt wahnsinnig viel, aber man bekommt auch viel zurück. Aber ist das nicht eine wahnsinnige Ochsentour? Also über den Kaninchenzüchterverein? Doch, über das die ist eine wahnsinnige Hinterzimmer, Ochsentour. Das kann man nicht schönreden. Das ist so. Ja? Ja. Also bis man dann vielleicht irgendwann mal irgendwo ankommt. Ja, und du hast die Garantie ja auch nicht. Du hast überhaupt keine Garantie. Da spielen auch immer Faktoren wie Glück, Zeitgeist, Zufall, fließen immer mit rein. Ob du es dann irgendwann vielleicht schaffst oder nicht. Also man braucht wahnsinnig viel Leidenschaft dafür. Sie hören das schon raus. Okay. Und die Frage ist ja dann auch noch mal, wie viel kann man dann auch wirklich gestalten? Man hält das nur aus, wenn man von ganzem Herzen liebt, was man tut. Wenn man das nicht möchte, wenn man das zu 99% macht und nicht zu 100, dann klappt das nicht. Dann hält man das auch nicht durch und dann kann man auch nicht die Kraft aufbringen, die man braucht, um wirklich messbare Ergebnisse zu erzielen. Das ist interessant. Wir haben einen Politiker getroffen, der saß im Deutschen Bundestag, Gerhard Schick für die Grünen. Und der hat irgendwann gesagt, Bundestag schön und gut, ich gehe aber raus, weil ich glaube, an anderer Stelle kann ich mehr verändern. Und können mal gucken, ob er es eigentlich bereut hat. Unsere erste Frage an Gerhard Schick: Was vermissen Sie
von den Annehmlichkeiten eines Berufspolitikers. Ich vermisse nichts. Für mich war immer klar, politisches Engagement beginnt nicht an der Schwelle, wo man im Bundestag gewählt wird, sondern politischer Raum ist nicht nur der Ausschusssaal, sondern der politische Raum ist diese Gesellschaft, ist die gesellschaftliche Debatte. Vielen Dank für Susanne. Im Dezember 2018 legt Gerhard Schick nach 13 Jahren im Bundestag sein Mandat nieder. Zuletzt war er stellvertretender Vorsitzender des Finanzausschusses. Man kann ja nie wissen. Letzte Rede von Dr. Gerhard Schick. Im Parlament, manchmal haben Sie natürlich das Gefühl der Ohnmacht. Wenn Sie da sitzen und Sie kriegen mit, Sachen laufen total schief und Sie können nichts dagegen tun. Die Mehrheit entscheidet es. Und Sie wissen, wenn jetzt in der Bevölkerung alle Bescheid wüssten, würde dieses Gesetz nie durchkommen, weil es eindeutig unfair ist und nur wenige begünstigt. Aber Sie kriegen in dieser Situation die anderen gar nicht informiert. Ich verlasse dieses Haus als begeisterter Parlamentarier. Es ist eine große Ehre, an diesem Pult reden zu dürfen, und es ist eine enorme Verantwortung und Herausforderung, wirklich für die gute Zukunft aller Menschen in unserem Lande zu arbeiten. Gerhard Schick wird Lobbyist für ein, wie er sagt, gerechtes Finanzsystem. Also der Schritt aus dem Bundestag ist nicht ein Aufgeben der Ziele, sondern ist eine Veränderung der Strategie, um dieselben Ziele noch besser zu erreichen. Das heißt aber nicht, dass man hier im Bundestag nichts erreichen kann. Schick setzt sich heute für eine faire und nachhaltige Finanzwirtschaft ein. Wir haben überlegt, es braucht hier eine Veränderung der Strategie. Und die Antwort darauf ist Bürgerbewegung Finanzwende. Dieses Gefühl, dass in der Politik die Interessen der Finanzbranche eine so große Rolle spielen, dass es so eine große Nähe gibt zwischen Finanzbranche und politischen Entscheidungsträgern, das schafft ja ein Misstrauen. Und das ist schädlich für unsere Demokratie. Und wir kontern das, indem wir jetzt die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern am Finanzmarkt organisieren als Bürgerbewegung, um eben dieses Misstrauen nicht einfach weiter wuchern zu lassen, sondern eine Gegenbewegung zu organisieren. Das heißt, es ist ein größerer Pool von Expertinnen und Experten, die mitarbeiten, viele auch ehrenamtlich. Und es ist jetzt möglich, mehr Menschen hinter den Anliegen zu organisieren. Und deswegen fordern wir alle Bürgerinnen und Bürger auf: Unterstützt diese Petition, sonst schaffen wir es nicht, gegen die Finanzlobby eine gute Rentenpolitik durchzusetzen. Wir protestieren hier heute gegen die Dividendenausschüttung von Daimler. Der Konzern hat in der Corona-Zeit großzügige Staatshilfen bekommen. Gleichzeitig will der Konzern nun 1,4 Milliarden Euro an die Aktionäre ausschütten. Was ich täglich jetzt hier erlebe, ist, dass dieses Mitmachen und gemeinsam was verändern wirklich funktioniert. Frage: Was ist Erfolg? Im politischen Raum werden häufig Wahlergebnisse als Erfolg dargestellt. Aber der eigentliche politische Erfolg ist ja, wenn ich etwas in die richtige Richtung verändern kann. Ist Politik ein Höllenjob? Das ist die Frage, der ich heute nachgehen will. Wenn ich dem Ex-Abgeordneten von gerade Glauben schenken möchte, dann sagt er, naja, im Parlament ist schon ganz okay, aber wirklich Einfluss hast du an anderer Stelle. Stimmt das? Heißt das zum Beispiel, dass du als Landtagsabgeordneter wahnsinnig viel Arbeit hast, aber am Ende nichts bei rauskommt? Oder ist es vielleicht genau umgekehrt? Du hast echt einen lauen Job und kannst ziemlich viel bewirken. Also der Frage will ich jetzt doch noch mal genauer nachgehen. Hinter mir das Haus, in dem die Abgeordneten des Landtages von Rheinland-Pfalz sitzen. Bin mal gespannt, wen ich so antreffe. Klar sind wir als Filmteam angemeldet. Wer aber gerade Zeit hat, mit mir zu reden, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Hier sitzt die FDP, der kleine Koalitionspartner der rot-gelb-grünen Regierung in Rheinland-Pfalz. Treffe auf Philipp Fernis, FDP-Fraktionsvorsitzender. Kann man in dem Job politisch was reißen?
Ich bin jetzt in diesem Amt seit 4 Wochen. Das stimmt gar nicht. Es sind inzwischen schon 6. Ich kann aber schon länger, jetzt seit 2016 politisch tätig, war früher im Justizministerium Staatssekretär. Das sind schon große Schritte, die wir da konkret im Bereich gemacht haben. Die komplette Einführung Eheakte, elektronische Kommunikation, personelle Stärkung der Justiz. Mit jetzt 6 Wochen hält sich in Grenzen. Jetzt gibt es aber den Bund, es gibt Europa, also es wird ganz vieles auf ganz anderer Ebene entschieden. Was hat denn so ein Landtag überhaupt zu melden? Ja, das Wesentliche im Landtag ist natürlich immer, jetzt dieses Jahr steht er wieder an, der Haushalt, weil Geld natürlich ganz massiv auch gerade das Regierungshandeln steuert, weil sie damit Schwerpunkte setzen in unterschiedlichen Bereichen. Wenn Sie an den ganzen Bereich Bildung denken, Bildung steht und fällt vielleicht nicht mit dem Schulgesetz, aber Bildung steht und fällt ganz stark damit, wie viel Personal sie zur Verfügung stellen. Rechtspolitik wird ganz stark im Bundestag gemacht, aber ob Justiz funktioniert, ob Gerichte angemessen ausgestattet sind, steuern sie ganz stark über die Haushaltsmittel, die der Landtag zur Verfügung stellt. Und das kann ich so durch die unterschiedlichen Bereiche durchdeklinieren. Ja, dann gucke ich mal weiter, wen ich noch so finde. Herr Fernis hat mir noch erzählt, dass er eine 60- bis 70-Stunden-Woche hat. Ein Pensum, von dem mir alle Abgeordnete berichten werden. Landtagssitzungen, Parteisitzungen, unzählige Besuche im Wahlkreis. Ein Leben zwischen Ausschusssitzung und Kaninchenzüchterverein. Der nächste, der mir über den Weg läuft, gestehe, ich kenne ihn nicht. Was sind Sie so, eher Hinterbänkler oder sitzen Sie ganz vorne? Ja, ich bin der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion. Okay, also eher weiter vorne. Genau, ganz vorne. Wenn man draußen mit Leuten redet, dann ist da oft so, ja, Politiker viel machen, die können die ja nicht machen und die versprechen hier heute das und dann halten sie es eh nicht. Also Image ist so begrenzt gut, ne? Ich erlebe es immer so, dass die Arbeit, die man vor allem vor Ort im Wahlkreis macht, direkt mit den Menschen, direkt mit den Bürgern, da wird Politik geschätzt. Ja? Beispielsweise werden wir jetzt im Landkreis Germersheim ein eigentlich bundesweit beachtetes Projekt zum Thema Schwimmen lernen starten. Ist jetzt nicht die große Weltpolitik, aber... Ja, aber vor Ort, wenn wir zum Schluss in 5 Jahren sagen können, wir haben die Schwimmfähigkeitsquote von 40% auf 60, 70 oder 80% gesteigert, dann ist das ein großer Verdienst. Und klar, als Landtagsabgeordneter, da spielen Sie nicht in der Weltpolitik mit, da spielen Sie keine Champions League, aber wir verändern für unsere Leute vor Ort was. Und das heißt, darüber freuen Sie sich dann? Also meine ich jetzt ganz im Ernst, ja, das ist dann so der Erfolg, wo man sagt, ja, dafür bin ich morgens aufgestanden. Es ist tatsächlich mein Antrieb, ja? Meine Heimat ist mein Antrieb. Dann will ich Sie nicht von der Arbeit weiter abhalten. Danke. Ja. So, aha. Freie Wähler sind hier. Freie Wähler sitzen hier in der Opposition. Das heißt, das ist ja echt ein Höllenjob. Du arbeitest den ganzen Tag und kannst nicht mitregieren. Ah, da ist einer. Hallo, guten Tag. Hallo. Dürfen wir Sie stören? Ja, gerne. Kommen Sie rein. Machen wir so? Jawohl. Sollen wir uns hier so hinsetzen? Gerne. Das ist doch, stelle ich mir auch ein recht undankbarer Job vor, weil man verspricht den Wählern was, man tritt mit was an, man hat persönliche Vorstellungen, am Ende kommt dann irgendein Kompromiss raus und man wird dann dafür noch beschimpft und sagt, ja, du hast ja was ganz anderes versprochen. Also, wer in die Politik geht, um Dankbarkeit zu bekommen, der bleibt besser ganz weg. Warum haben Politiker eigentlich oft so einen schlechten Ruf? Ich kann nur sagen, wir haben über 80 Millionen Einwohner. Der Weg in die Politik steht jedem offen. Wenn man meint, dass man hier gut verdient und dass man dafür nichts tun soll, dann darf jeder antreten. Melden Sie sich bei mir. Wir suchen noch dringend Parteimitglieder. Der schlechte Ruf, glaube ich, kommt daher, weil keine andere Profession, kein anderer Beruf wird täglich so beleuchtet. Vielleicht Fußballtrainer noch. Genau. Und Fußballspieler und ihre Frau. Aber es gibt doch auch Politiker, die sind nebenbei noch, haben noch Anwaltskanzleien oder Wirtschaftsunternehmen. Da frage ich mich immer, Leute, also entweder ist der Job stressig, wie er immer sagt, oder nicht. Also wie passt das zusammen? Also eine Anwaltskanzlei habe ich als Jurist nicht, sondern die habe ich am Tag, als ich Bürgermeister wurde, aufgegeben. Aber ich lese dann doch, dass Politiker Nebeneinkünfte haben, die wirklich beträchtlich sind. Also Ja. reden wir von mehreren 100.000 €. Da denke ich mir, das kannst du doch nicht mal so eben nebenbei verdienen. Also es gibt ja Politiker,
die verdienen mit einem Job nebenher so viel. Dazu gehöre ich nicht. Okay. Augen auf bei der Berufswahl. Ich mache es nicht für das Geld. Abgeordnete hier im Landtag verdienen im Moment rund 7.000 € monatlich. Kommt die geplante Diätenerhöhung, werden es rund 7.800 € sein. Angemessen für einen Höllenjob? Womit wir nochmal bei der extremen Arbeitsbelastung wären. Ich frage mich, wenn schon ein Landtagsabgeordneter eine 60-Stunden-Woche hat, wie sieht es bei einer Ministerpräsidentin aus? Seit einer Woche versuche ich einen Interviewtermin mit Malu Dreyer zu bekommen, der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Immer wieder zugesagt, abgesagt. Klar, es ist Flutkatastrophe, die hat einen rasend vollen Terminkalender. Ich versuche es jetzt noch mal am Rande dieser Sondersitzung. Hab draußen alles vorbereitet, damit es dann auch schnell geht. Mal gucken, ob ich es schaffe. Der Wiederaufbau der Infrastruktur. Nach einer 4-stündigen Sondersitzung hat die Ministerpräsidentin dann Zeit für mich. Genau 15 Minuten. Der nächste Termin wartet. Wie lang ist so ein Arbeitstag als Ministerpräsidentin? Der ist sehr lange. Das hat allerdings auch etwas mit der Lage zu tun. Also wir haben jetzt so lange die Pandemie und jetzt die schreckliche Katastrophe bei uns im Land. Dann ist der Tag einfach sehr, 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 sehr lange. Aber irgendwas ist ja eigentlich immer, ne? Ja, es ist eigentlich immer etwas, wenn man Ministerpräsidentin ist, aber trotzdem gibt es Unterschiede. Und die Pandemie hat uns schon extremst herausgefordert, aber natürlich jetzt die Naturkatastrophe, das ist eigentlich unbeschreiblich. Es gibt überhaupt gar keine Minute, in der ich nicht Ministerpräsidentin bin und die Bürger und Bürgerinnen ja auch ein Recht haben, dass ich mich um die Dinge kümmere. Aber es ist tatsächlich so, dass es schon auch eine absolute Sondersituation ist. Es ist Wahlkampf und es ist Katastrophe. Das heißt, eigentlich sind Sie ja unter permanenter Beobachtung. Also ein Politiker, der an der falschen Stelle lacht, ein Politiker, der zu viel vor Ort ist oder zu wenig vor Ort ist. Alles wird beobachtet. Das stelle ich mir zum Beispiel wahnsinnig anstrengend vor, das zu handeln. Wie kriegen Sie das hin? Da müssen Sie schon dann auch Politikerin aus Leidenschaft sein, weil es ist auch vollkommen klar, ich bin eine öffentliche Person. Und eigentlich kennt mich auch jeder und jede. Und deshalb ist es vollkommen klar, dass die Menschen gucken, was die gerade macht und wo sie sich einsetzt und wie sie sich verhält. Und das ist einfach in mein Bewusstsein einfach übergegangen, dass ich eine öffentliche Person bin. Und egal, wo ich bin, auch wenn ich privat unterwegs bin, ich bin auch immer die Ministerpräsidentin. Und es muss einem einfach klar sein, wenn man ein solches Amt hat. Ist es nicht stressig, dass man immer im Nein, Amt das ist? ist nicht nur stressig. Also Stress ist im Moment, wo wir so viel schlimme Schicksale haben, wo ich auch sehr stark mitleide und mitfühle. Aber unter normalen Umständen ist das nicht stressig, sondern ich schöpfe ja auch ganz viel aus dieser Aufgabe, aus dem Zuspruch der Bevölkerung. Es ist ja auch ein Geben und ein Nehmen in einem solchen Amt. Und das ist tatsächlich auch etwas, was mich sehr erfüllt. Gleichzeitig, als ich mich vorbereitet habe, habe ich mir das alles noch mal so vor Augen geführt. Es gab Kollegen von Ihnen wie Matthias Platzek, der mehrere Hörstürze hatte, Nervenzusammenbruch, bis er gemerkt hat, mein Körper macht das nicht mit, diese Belastung. Horst Seehofer hat meine Herzmuskelentzündung ewig verschleppt, wäre fast gestorben. Also da denke ich mir, das ist aber schon grenzwertig belastend, manchmal offensichtlich. Es gibt auch andere Aufgaben, die grenzwertig belastend sind. Ja, es gibt auch Jobs in anderen Bereichen, nicht nur in der Politik, wenn man an der Spitze steht. Man muss einfach auch einen Weg finden, mit seiner eigenen Körperlichkeit, seiner Belastbarkeit umzugehen. Ich habe vielleicht den Vorteil, dass ich eine chronische Erkrankung habe, in dem Sinne, weil ich weiß, ich muss auch darauf achten und etwas für mich tun, damit ich das alles auch gut aushalten kann. Und das heißt dann zum Beispiel, das weiß ja inzwischen jeder, dass ich trotz der stressigen Belastung zweimal in der Woche wirklich zur Physio gehe und einfach da auch das tue, was für mich eben auch wichtig ist, damit diese Belastung dann auch aushaltbar ist, auch körperlich verkraftbar ist. Ich bin ja heute losgezogen mit der Frage, ist das ein Höllenjob? Ist es einer? Können auch sagen, ein himmlischer. Also wie Sie den Blick drauf werfen. Man muss viel arbeiten. Ich glaube, auch ein guter Politiker oder Politikerin kann man nur sein, wenn man auch echt arbeitet und fleißig ist, im richtigen Sinne fleißig ist. Man muss sich interessieren für die Menschen und für das, was die Menschen bewegt. Und das ist auch anstrengend, aber es ist auch schön.
Uns hat ja mal interessiert, wie sehen das andere Politikerinnen und Politiker? Wir haben eine ganz junge Politikerin getroffen, die jetzt gerade in den Job reinstartet, und einen Politiker, der sich verabschiedet. Wie gucken die beide auf dieses Amt? Mit wie viel Hoffnung oder vielleicht auch mit enttäuschten Hoffnungen? Sie startet gerade durch mit der Partei Volt. Er hört auf nach 30 Jahren Einsatz für die CDU. Mein Name ist Eileen O'Sullivan. Ich bin 25 Jahre alt und lebe in Frankfurt. Ich bin Volker Kauder und werde bald 72 Jahre alt. Ich bin im März diesen Jahres in den Frankfurter Römer hier ins Stadtparlament gewählt worden und bin dort auch jetzt Fraktionsvorsitzende. Ich habe über 30 Jahre im Deutschen Bundestag als Politiker gearbeitet. Hat mir große Freude gemacht und ich würde es auch wieder tun. Okay. Ich glaube, auf einer Skala von 1 bis 10 braucht man als Politikerin eine Frustrationstoleranz von wahrscheinlich 7. 7. Dass man auch stabil bleibt. Ich glaube, man braucht ganz schön viel Naivität. Zumindest fühlt sich das gerade noch richtig an. Auf einer Skala von 1 bis 10 vielleicht eine 8. 1. Wer naiv ist, trifft auch naive Entscheidungen. Ich kenne sowas nicht. Ich weiß nicht, was das konkret in der Praxis bedeuten soll, ehrlicherweise. Also, ich glaube, es gibt Bauchgefühl und das, was richtig ist. Und das ist im besten Fall auch im Einklang mit der Partei, also sollte es sein. Kommt drauf an, ob man in einer gemeinsamen Fraktion arbeitet oder ob man einfaches Mitglied ist. Eine Fraktion braucht Mehrheiten, deswegen sage ich da mal 7. Ich glaube, man braucht als Politikerin eine Menge Fantasie, aber eher im Sinne von Kreativität, auch mal über den Tellerrand schauen zu können, ist sicherlich viel erforderlich. Auf einer Skala von 1 bis 10 braucht man, denke ich, eine solide 7 an Fantasie. Fantasie ist ein Geschenk der Natur. Wenn man sie hat, ist es sehr hilfreich und deswegen sage ich 8. Eine gut koordinierte 8. Vielleicht eher eine 7. Kommt auf den Tag an. Wenn sie kommt, kommt sie, aber ist nicht hilfreich. 1. 9. Ein Politiker, der die Menschen nicht mag, soll aufhören. 10. Ich würde eigentlich gerne 10 sagen, aber manchmal muss man auch den Mund halten. 10. Das ist eigentlich das Grundkapital für einen Politiker. Eine 7. 7. Und die 7 deshalb, weil man aufpassen muss, dass aus Selbstvertrauen nicht Übermut wird. Ist Politik ein Höllenjob? Klar ist mir bis hierhin geworden, du musst extrem viel arbeiten und gehst beruflich ein Risiko ein. Was, wenn du nicht wiedergewählt wirst? Was mich zu der Frage bringt, wer kann sich so ein politisches Amt eigentlich leisten? Ich werfe einen Blick auf den Deutschen Bundestag. Der setzt sich anders zusammen als der Querschnitt der Bevölkerung. Auffallend viele Abgeordnete kommen aus der Wirtschaft oder aus dem öffentlichen Dienst. Darunter viele Beamte, vermutlich weil letztere gut abgesichert sind, wenn es mit der politischen Karriere irgendwann nicht weitergehen sollte. Also offensichtlich sind bestimmte Bevölkerungsgruppen in den Parlamenten unterrepräsentiert. Was kann man da machen? Max Oehl hatte eine Idee und hat die Initiative Brand New Bundestag gegründet und mit dem bin ich jetzt verabredet.
Das Vorbild für die Initiative kommt aus den USA. Auch Öls Organisation möchte erreichen, dass der Bundestag jünger und bunter wird. Warum sind bestimmte Bevölkerungsgruppen kaum vertreten im Bundestag? Liegt es daran, dass das so ein Höllenjob ist, dass man da nicht wirklich reinkommt, wenn man einer bestimmten Gruppe angehört? Natürlich ist jedem klar, dass nicht jeder Mensch sich erlauben kann, wahnsinnig viel Freizeit für politisches Engagement aufzuwenden, wenn man hauptsächlich damit befasst ist, zum Beispiel die eigene Familie zu ernähren. Und deswegen sehen wir zum Beispiel generell im politischen Betrieb viel zu wenig Menschen auch ohne höhere Bildungsabschlüsse. Das ist zum Beispiel schon mal eine Gruppe, die stark unterrepräsentiert ist. Bei Menschen mit Migrationsbezug zum Beispiel ist es häufig so, dass selbst wenn sie sich in Parteien bewegen, muss man sich auch vor Augen halten, dass in den Parteien sehr stark immer noch dieses Lokalprinzip gilt. Und man muss eigentlich in derselben Kommune über Jahrzehnte hinweg aktiv sein, um sich da sein Netzwerk und seinen Rückhalt aufgebaut zu haben. Und Menschen, die nach Deutschland eingewandert sind oder in Deutschland noch nicht so lange leben, die haben natürlich noch nicht dieses Netzwerk um sich herum. Aber trotzdem brauchen die ja eine Partei, die sie dann aufstellt oder ein Direktmandat, das sie dann gewinnen können. Und das ist ja relativ schwer für Newcomer. Also, und die Parteien werden auch nicht sagen, klar, wir winken dich erstmal durch auf Platz 1. Unbedingt. Und deswegen liegt unsere Arbeit vor allem darin, auch die Parteien darauf aufmerksam zu machen, was für tolle Leute sie in ihren Reihen haben. Und da dann sehr abgestimmt auch mit der einzelnen Kandidatin zusammen zu entscheiden, hilft es dir, wenn wir an die Partei herantreten, hilft es dir, wenn du öffentlich wirst mit deiner Kandidatur. Aber natürlich ist es so, dass im deutschen politischen System, und das ist der Unterschied auch zum Beispiel zu unseren Vorbildorganisationen in den USA, Brand New Congress und Justice Democrats, die dort ja in einem anderen Umfeld agieren, wo Parteien nicht so ein festes Gebilde sind mit festen Mitgliedsstrukturen. Und in Deutschland ist es eben so, dass die Parteien dieses sehr starke Monopol haben, auszusuchen, wer kommt am Ende wirklich bei uns auf die Liste, auf den vielversprechenden Listenplatz. Das ist ja für mich auch so ein bisschen unter dem Aspekt Höllenjob ein Riesenproblem in Deutschland. Also da stelle ich mir mal vor, ich muss erst diese ganze Ochsentour durch die Vereinsgeschichte der Partei machen, bis ich irgendwann mal im Bundestag oder im Landtag lande oder wo auch immer. Also das ist in anderen Ländern einfacher. Also wenn wir beim amerikanischen System zum Beispiel bleiben, es gibt ja generell in Amerika, sagen wir mal, eine höhere Fluidität, ja, was so die berufliche Tätigkeit betrifft. Und da gibt es schon auch Leute, die dann eben zum Beispiel wie Alexandria Ocasio-Cortez von einer Community-Organizerin bei sich in der Bronx relativ spontan und kurzfristig gesagt hat, Mensch, ich versuche jetzt mal zu kandidieren. Und in Deutschland, wir beäugen teilweise so ein bisschen kritisch oder skeptisch, wenn jemand sehr spontan sagt, ich will jetzt hier politisch was reißen. Aber vielleicht auch nur für 4 Jahre und nicht mein ganzes Leben. Genau, und das Kriterium sollte ja sein, wer bringt uns denn als Gesellschaft weiter und nicht, wen kennen wir schon lange und bei wem wissen wir hundertprozentig, was er genau anstellen wird. Und im Übrigen, wenn wir Leute haben, die eben gerade im politischen System unterrepräsentiert sind und diesen Weg gehen, die nehmen eine ganz wichtige Vorbildfunktion ein für andere, die ihnen dann nachfolgen, wie wir es eben bei Alexandria Ocasio-Cortez zum Beispiel sehen. Klingt absolut einleuchtend für mich. Tschüss. Tschüss. Ist Politik ein Höllenjob? Das ist die Frage, mit der ich heute losgezogen bin. Und an dieser Stelle würde mich eure Meinung interessieren. Wie seht ihr das? Würdet ihr in die Politik gehen? Oder seid ihr vielleicht sogar in der Politik und habt Erfahrungen? Schreibt es mir sehr, sehr gerne hier unten rein. Ansonsten, wenn euch diese Sendung gefallen hat, teilt sie gerne. Und ansonsten empfehle ich auch noch andere Ausgaben dieser Reihe. Die findet ihr hier. Und dann bis zum nächsten Mal.